Tschung, 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 tschung. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir nähen mit Laser. Tschung, tschung. Und das ist der Vivilux Laser. Der Vivilux Laser hat auf der Rückseite einen Klettstreifen. Ein weiterer Klettstreifen, den können wir an unserer Maschine anbringen, wo immer wir das möchten. Der liegt im Lieferumfang dabei und so können wir unseren Laser direkt an unsere Maschine setzen. Ich setze meinen Laser direkt neben meine Lampe. Wenn wir wollen, können wir den Laser kabellos nutzen. Im Lieferumfang ist ein Kabel mit einem USB-C-Stecker dazu, sodass wir den Akku in diesem Laser direkt wieder aufladen können. Dazu kommt mit dem Laser kommen 3 Aufsatzpunkte. Jeder dieser 3 Aufsatzpunkte hat unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben ein Kreuz, wir haben einen Punktlaser und wir haben einen Aufsatz mit einem Strich. An meinem Laser habe ich jetzt den Strich angeschraubt und um den geht es in diesem Video. Dieser Strichlaser macht das Arbeiten wesentlich einfacher. Und wir richten einmal unseren Laser aus. Wenn wir unseren Laser ausrichten möchten, finden wir in dieser Packung eine Karte. Diese Karte hat Viertel-Inch, Halb-Inch, Achtel-Inch Einheiten. Sie zeigt 1 Inch und 2 Inch an, 1 Achtel, 3 Achtel und so weiter. Und bei unserer Viertel-Inch bis 1,5 Inch Leiste haben wir noch ein paar Löcher. Bei mir ist mein Loch schon ein bisschen angekantet, weil ich gebrauche ihn sehr viel. Diese Karte schieben wir einmal zu unserem Nähfüßchen. Mit Hilfe dieser Karte können wir den gewünschten Abstand bei unserem Nähfüßchen einstellen. Das heißt, wenn wir mit dem Standardfüßchen eine Viertel-Inch Naht nähen möchten, haben wir kein Maß. Unser Standardfüßchen ist ein bisschen breiter als unsere Viertel-Inch Naht. Das Praktische ist, unser Füßchen arbeitet genau mit dem Transporteur zusammen. Das Blöde ist, wir haben keine gerade, klare Linie. Diese gerade, klare Linie kann ich mir einmal vor meine Maschine legen. Ich kann aber auch einmal meine Schablone nehmen, wenn ich das Ganze mit dem Laser machen möchte. Schiebe ich meine Schablone unter mein Füßchen. Meine Nadel kann ich einmal genau justieren, fixiert mir diese Platte, weil ich die Nadel jetzt in eines dieser Löcher, in dieses Viertel-Inch-Loch eingesteckt habe. Und nun kann ich ganz genau meine Viertel-Inch-Linie ausrichten. Die Karte möchte ich beim Nähen ja nicht haben. Ich möchte ja vernünftig nähen können. Die Karte würde stören. Also nutze ich die Karte nun so und richte einmal meinen Laserstrahl aus. So, genau auf 1/4 Inch. Jetzt habe ich noch über mein Füßchen fortgezogen meine Viertel-Inch-Linie und ich habe einen Strich, der vor meinem Füßchen herführt. So, wenn ich das habe, nehme ich meine Karte wieder heraus, ich setze meinen Stoff an und hier ist das jetzt ganz spannend. Das Licht bricht sich anders. Ich habe hier jetzt den Laser auf meiner Maschine und in dem Moment, wo ich meinen Stoff anschiebe, springt der Laser auf meine Füllung, auf meinen Stoff und jedes Mal bricht sich das Licht ein bisschen anders. Ich bekomme also über die Lichtbrechung schon die Information, halt, das verrutscht da gerade. Wir setzen das Ganze an, dass sich das gerade da bricht und wir nähen los. Und wir haben diese gerade Linie. Wenn ich nun sage, ich möchte eine zweite Linie mit 1 Inch Abstand dazusetzen, kann ich meine Karte direkt an meine Naht ansetzen. Und hier ist nun meine Linie und mein Marker. Das Ganze kann ich wieder ausrichten, so. Nehme ich jetzt meine Karte weg und möchte nähen, dann habe ich keinen Halt mehr. Dafür ist jetzt wieder mein Laser. Mein Laser richtet sich jetzt
genau, komm hier nach der eingezeichneten Linie aus. Und wir nähen. Wir achten jetzt gar nicht so auf unser Füßchen, wir achten auf diese Naht. Und tada, wir haben eine ganz exakte Naht genäht. Besonders hilfreich ist der Laser, wenn wir keine gerade Linie, sondern Kurvenlinien haben. Und bei dieser gebogenen Naht können wir nun ganz genau sehen, wo läuft unsere Naht nach außen und wo bleibt unsere Naht gerade. Wir können das ganz ohne Schwierigkeiten schieben. Das machen wir mal. Und wir nähen ganz genau gerade an unserer Laserlinie entlang. Und wir sehen immer, wenn unser Stoff auswandert, sodass wir das ohne Schwierigkeiten wieder schieben können. Wir sehen, wie stark ist unsere Kurve, wie stark wandert das aus und wir können es dann schon ganz genau der Kurve entsprechend ausrichten. Und wir haben eine exakt eingenähte Linie, die hundertprozentig passt. Wenn wir mögen, können wir unseren Laser über die Mitte stellen. So. Wir nehmen ein Stoffquadrat. Wir legen unsere Quadrate, kleinere Quadrate, von einer Ecke zur anderen. Und wenn wir hier nun unsere Naht nähen möchten, sehen wir ganz genau, wo wir lang nähen müssen. Das heißt, überall da, wo wir Stoffquadrate zusammennähen oder aber diesen Snowball-Effekt ausnutzen möchten, haben wir überhaupt keine Probleme mehr. Wir brauchen nichts mehr vorzeichnen. Wir richten unseren Laser geradeaus, dass er genau über unseren Punkt läuft und wir richten unseren Laser da wieder aus. Nun können wir das Ganze, ich kann gerade recht schlecht um die Kamera greifen, so, das Ganze von einem Laserpunkt zum anderen laufen lassen und wir haben eine Ecke abgenäht. Das bedeutet, wir können das Ganze auch ganz wunderbar an unserem Binding umsetzen. Wir können unsere Binding-Naht hier ohne Schwierigkeiten einsetzen. Jetzt kann ich meinen Laser wunderbar ausrichten, wie ich das möchte. Dabei ist es hier gar nicht wichtig, ob es so gerade ist. Wichtig ist nur, dass ich immer den Punkt anvisiere, der am Ende da auskommt. Das heißt, ich kann das einfach so hinlegen, dass mein Startpunkt genau an der Nadel ist. Hier ist der Endpunkt, genau an meinem V. Wenn ich das habe, nähe ich. Und wenn wir das jetzt überschlagen, dann haben wir unsere Binding-Linie ganz genau richtig eingenäht. Mit wenigen vorgezeichneten Linien können wir unseren Laser in Verbindung mit dem Standardfüßchen auch zum Quilten einsetzen. Nun können wir, wenn wir mögen, eine Schnecke quilten. 1, 2, 3 Stiche. Wir drehen das Ganze bis zur Spitze. 1, 2, 3 Stiche. Wir drehen das Ganze weiter. Und so können wir ganz ohne Probleme Motive quilten mit diesem geraden Laserstrich. Das heißt, mit diesem Laser können wir wirklich ganz wunderbar ganz viele Ideen umsetzen. Und das ist nur der erste Kopf. Die anderen Köpfe sehen wir in einem anderen Video. Ich finde, jeder Kopf hat eine extra Erklärung verdient, weil jeder Kopf kann was ganz Besonderes. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter quilten und patchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.